Hallo liebe Reisefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Begleitet uns in diesem Film nach New York City, in die Stadt, die niemals schläft. Wir nehmen euch heute mit zwischen Wolkenkratzern, Häuserschluchten und all die Orte, die man einmal im Leben gesehen haben muss. Holt euch schnell noch ein Getränk und etwas zu knabbern. Und dann geht's los. Unsere Reise nach New York beginnt auch in diesem Jahr wieder mit unseren Freunden Angelika und Heinz in einem Zugabteil nach Frankfurt. Für Reiseproviant ist gesorgt. Und in Frankfurt beziehen wir für eine Nacht in der Nähe des Flughafens unser Zimmer im Motel One. Denn unser Flug startet erst am nächsten Morgen. Der Flieger der Singapore Airlines hebt früh und pünktlich ab. Jetzt fahren wir los. Der Service an Bord gefällt uns gut und die Zeit vergeht sprichwörtlich wie im Flug. Dann erreichen wir nordamerikanisches Festland und landen pünktlich am JFK-Flughafen in New York. Die Einreise in das Land verläuft sehr zügig und ohne Komplikationen. Und auch unser im Vorfeld gebuchtes Taxi haben wir schnell gefunden. Ja, wir sitzen im Taxi. Die ca. einstündige Fahrt vom Flughafen JFK nach Manhattan fühlt sich an wie der erste richtige Schritt hinein in diese riesige Stadt. Unser Taxifahrer chauffiert uns über den Van Wyck Expressway und später über die Queensboro Bridge, von wo wir das erste Mal die New Yorker Skyline sehen. Wie eine Wand aus Glas und Stahl, die immer größer wird, je näher du kommst. Mitten in Manhattan, direkt am Times Square, beziehen wir unsere tollen Zimmer im Margaritaville Resort, in denen wir die nächsten Nächte verbringen werden. Nach kurzer Eincheckzeit geht es für uns direkt zum ersten Mal auf den bekannten Times Square. Der Times Square ist wie ein permanenter Adrenalinschub mitten in Manhattan. Riesige Leuchtreklamen flackern über dir, Taxis ziehen hupend vorbei und aus jeder Ecke kommt ein anderer Klang. Musik, Stimmen, Straßenkünstler, alles bewegt sich, alles leuchtet, alles ist laut. Wir laufen zunächst entlang der Fifth Avenue und passieren das One Vanderbilt, um den Grand Central Terminal zu erreichen, hinter dem sich das Chrysler Building wunderbar präsentiert.
Der Grand Central Terminal ist einer der eindrucksvollsten Orte in ganz New York. Wenn man die große Haupthalle betritt, öffnet sich ein Raum, der fast wie eine Kathedrale wirkt. Das hohe Gewölbe, die himmelblaue Decke mit ihren goldenen Sternbildern und das weiche Licht, das durch die riesigen Fenster fällt. In der Mitte steht die berühmte Uhr aus Messing, ein Treffpunkt für Reisende aus aller Welt. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1913 ist der Bahnhof ein lebendiges Symbol für die Geschichte der amerikanischen Eisenbahn und für die Energie der Stadt. Auch heute noch strömen hier täglich tausende Menschen durch die Hallen und erreichen oder verlassen New York über den Schienenweg. Die Außenfassade des Grand Central Terminal ist ein echtes Stück klassische New Yorker Architektur. Unser nächstes Ziel, das wir fußläufig erreichen, ist die New York Public Library, eines der schönsten und eindrucksvollsten Gebäude der Stadt. Wenn man die großen Türen passiert, öffnet sich eine helle Eingangshalle aus Marmor, in der jedes Geräusch ein wenig gedämpfter wirkt. Breite Treppen führen hinauf in die oberen Stockwerke, wo die berühmten Lesesäle liegen. Die Bibliothek steht direkt im Bryant Park und bildet mit ihm zusammen einen der schönsten Orte, um mitten in Manhattan kurz durchzuatmen. Wenn man den Park betritt, spürt man sofort diesen Kontrast. Draußen rauschen Taxis über die 6th Avenue, doch im Park sitzen Menschen auf grünen Stühlen, trinken Kaffee, lesen oder schauen einfach dem Treiben zu. Die hohen Türme ringsum bilden eine Art urbanen Rahmen, der den Park fast wie eine Bühne wirken lässt. Später noch entdecken wir den gemütlichen Irish Pub Pick and Whistle, der sich im Laufe der Reise zu unserem Stammlokal entwickeln wird. Und nach einem langen Tag erreichen wir wieder unser zentral gelegenes Hotel. Der Jetlag zwingt uns zum frühen Aufstehen, aber ein Blick aus dem Hotelfenster zeigt uns, dass in den Straßen schon jede Menge los ist. Unser Hotel verfügt über einen Außenpool, was in Manhattan eine Seltenheit darstellt. Und so nutzt Heinz diese Annehmlichkeit, seine morgendlichen Bahn zu ziehen. Lotti und ich trinken in der Zwischenzeit unseren ersten Kaffee und treffen den bekannten Naked Cowboy. Danach geht es für ein kleines Frühstück in ein benachbartes Diner. Wir laufen über die 6th Avenue vorbei am berühmten Kaufhaus Macy's in Richtung des Empire State Buildings, für das wir heute Morgen einen Timeslot gebucht haben. Und da steht es in seiner ganzen Pracht. Die Lobby ist reich mit Marmor und Metall gestaltet und gilt als eines der schönsten Art-Deco-Innenräume der Stadt. Im zweiten Stock bewundern wir den interaktiven Rundgang, der die Geschichte, den Bau und die kulturelle Bedeutung des Gebäudes erlebbar macht. Der Bau begann 1930 und man kann nachvollziehen, wie hart die Arbeit damals war. In nur 410 Tagen wurde das Gebäude in Rekordzeit erbaut. Während dieser Zeit wuchs der Stahlrahmen mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von etwa 4,5 Stockwerken pro Woche. Zwei der Jungs haben gerade Pause und so leisten wir ihnen noch ein wenig Gesellschaft. Und auch King Kong schreckte im Kino nicht vor dem hohen Gebäude zurück.
Wir fahren mit dem Fahrstuhl in die 86. Etage, denn hier befindet sich eine offene Aussichtsplattform. Der Ausblick vom Empire State Building gehört zu den klassischen New York-Momenten. Ein Panorama, das sich tief einprägt, weil es die Stadt in ihrer ganzen Dichte, Geometrie und Energie zeigt. Von hier aus eröffnet sich uns ein weiter Blick über Manhattan und die umliegenden Boroughs. Die Höhe des Gebäudes beträgt 381 Meter bis zum Dach und 443 Meter bis zur Antennenspitze, was dem Gebäude über Jahrzehnte eine dominante Rolle in der Skyline verlieh. Nachdem wir die tolle Aussicht über New York genossen haben, erreichen wir wieder die Lobby. Jetzt sind wir erst recht gespannt auf diese aufregende Stadt und so kaufen wir uns ein Ticket für die Downtown-Tour des roten Hop-on, Hop-off-Busses für eine erste Orientierung in dieser wuseligen Megacity. Die Tour führt uns durch den südlichsten Teil Manhattans und bietet einen bequemen Überblick über viele der bekanntesten Orte der Stadt. In Greenwich Village und Soho wirken die Straßen enger, die Gebäude niedriger und das Stadtbild bekommt einen künstlerischen, fast europäischen Charakter. Je weiter der Bus Richtung Süden fährt, desto stärker dominiert die moderne Architektur des Financial Districts, wo die glatten Fassaden der Banken und das One World Trade Center die Skyline bestimmen. Wir fahren entlang des Hudson River Parks, einer langen grünen Uferpromenade, die sich von Tribeca bis hinauf nach Hell's Kitchen zieht, und verlassen den Bus in Chelsea am Pier 57. Das frühere Industrie- und Fährgebäude wurde zu einem offenen, hellen Komplex mit Food Market, Aufenthaltsbereichen und großen Fensterfronten umgestaltet. Für uns der richtige Ort für eine Pause und ein leckeres Harlem Hops Bier. Gleich nebenan befindet sich Little Island, ein künstlicher Park auf dem Hudson River. Die Anlage steht auf Dutzenden tulpenförmigen Betonsäulen, die wie große Blüten aus dem Wasser ragen und dem Park seine charakteristische, fast surreal wirkende Form geben. Oben erwartet dich eine hügelige Grünfläche mit Wegen, Aussichtspunkten und kleinen Gärten. Von den höheren Stellen aus öffnet sich ein weiter Blick über den Hudson auf die Skyline von New Jersey und die langen Linien der Westside. Trotz seiner Nähe zur Stadt wirkt Little Island ruhig und fast wie eine kleine Inselwelt für sich. Ein Ort zum Durchatmen, Spazieren und Staunen. Gar nicht weit entfernt von Little Island befindet sich Chelsea Market. Hierbei handelt es sich um einen überdachten Markt, der in einer ehemaligen Keksfabrik entstanden ist und heute wie eine Mischung aus Food Hall, Markthalle und urbanem Treffpunkt wirkt. Man spürt die industrielle Vergangenheit, während der Duft von frischem Brot, Kaffee oder asiatischem Streetfood durch die Hallen zieht. Wir probieren eine German Currywurst. Sehr lecker.
Gleich über dem Chelsea Market beginnt die High Line, ein stillgelegter, erhöht verlaufender Güterzugviadukt, der zu einem langen, schmalen Park umgebaut wurde und heute wie ein grünes Band über den Straßen von Manhattan schwebt. Zwischen den Schienenresten wachsen Gräser, Blumen und kleine Bäume, sodass der Park wie eine Mischung aus Industriegeschichte und Natur wirkt. Die High Line ist ruhig, luftig und gleichzeitig mitten in der Stadt. Ein Ort, an dem man New York aus einer völlig anderen Höhe und Stimmung erlebt. Am Ende erreichen wir The Fessel, ein begehbares Kunstobjekt, das wie eine Mischung aus Treppenturm, Wabe und futuristischer Skulptur wirkt. Vorbei am berühmten Madison Square Garden laufen wir zurück zum Times Square, wo wir diesen spannenden Tag beenden werden. Heute entlässt uns der Jetlag noch nicht aus seiner Umarmung und so verlassen wir erneut früh unser Hotel, um eine erste kleine Runde durch die 8. Avenue zu drehen. Dann begeben wir uns gemeinsam mit Heinz und Angelika zum Frühstück ins Berliner Café, das wir auf unserem morgendlichen Streifzug entdeckt haben. Im Anschluss fahren wir in Richtung Uptown, denn unser heutiges erstes großes Ziel soll der bekannte Central Park im Herzen Manhattans sein. Uptown beginnt etwas oberhalb der 59. Straße und umfasst Viertel wie die Upper West Side, die Upper East Side und Harlem. Am Columbus Circle erreichen wir dann den Central Park und besorgen uns beim Fahrradverleiher Unlimited Biking 4 Fahrräder für unser nächstes Großstadtabenteuer. Sie entpuppen sich als ideale Fortbewegungsmittel, denn der Central Park ist 3,4 Quadratkilometer groß, damit etwa so groß wie 600 Fußballfelder oder fast 5-mal so groß wie der Vatikanstaat. Mit seinen 4 Kilometern Länge und 800 Metern Breite wirkt er wie eine eigene grüne Stadt mitten in Manhattan, in der man die Hochhäuser für einen Moment völlig vergisst. Wir erreichen die Bethesda Terrace. Sie ist einer der stimmungsvollsten Orte im Central Park, ein Platz, an dem Architektur, Wasser und Parklandschaft perfekt zusammenkommen. Zwischen Wiesen, Seen, Wegen und Baumalleen vergisst man schnell, dass nur wenige Meter entfernt der Verkehr rauscht. Besonders idyllisch ist der Lake im mittleren Teil des Central Parks. Ruderboote ziehen langsam über das Wasser, während sich die Bäume und die umliegenden Brücken darin spiegeln. Genau hier befindet sich der Ladies Pavillon, ein besonderer Ort für Angelika und Heinz, die hier vor 10 Jahren heirateten und damals im Pavillon ihre Hochzeitsfotos machten.
Radfahren im Central Park fühlt sich an wie eine kleine Auszeit mitten in Manhattan. Schnell, luftig und überraschend ruhig. An manchen Stellen geht es leicht bergauf oder bergab, aber insgesamt bleibt die Strecke angenehm. Michael, hattest du einen schönen Tag heute? Aber mehr nicht. Die Steigerung war hervorragend, ist ausgezeichnet zum Beispiel. Und im Anschluss genehmigen wir uns ein leckeres, kühles Bier im Irish Pub. Wir kaufen noch im Shop des New Yorker Fire Departments ein und Heinz und Angelika nutzen die Zeit für eine kleine Probefahrt im Leiterwagen. Jetzt ist es Zeit für unseren nächsten vorgebuchten Timeslot, nämlich den Top of the Rock zum Sonnenuntergang. Doch vorher haben wir noch Zeit, uns an der Plaza des Rockefeller Centers mit seiner goldenen Prometheus-Statue umzusehen. Rundherum liegen Geschäfte, Cafés, Studios von NBC und kleine Wege, die das Areal wie ein eigenes lebendiges Viertel wirken lassen. Die Gebäude sind im eleganten Art-Deco-Stil gebaut und wirken wie ein klassisches New York-Bild der 30er Jahre. Über allem ragt das 30 Rockefeller Plaza auf, das Gebäude, in dem sich Top of the Rock befindet, einer der schönsten Aussichtspunkte der Stadt. Die Aussichtsplattform besteht aus mehreren Ebenen, die sich von der 67. bis 70. Etage teils innen und teils außen erstrecken. Die Aussicht ist nach allen Seiten beeindruckend. Nach Süden hin erkennt man das Empire State Building perfekt im Vordergrund, dahinter Downtown und die Spitze Manhattans. Nach Norden öffnet sich der Blick über den gesamten Central Park, der wie ein riesiges grünes Rechteck zwischen den Hochhäusern liegt. Hier oben ist die Atmosphäre einfach nur ruhig, klar und weit. Nachdem die Sonne am Horizont verschwunden ist, machen wir noch einen kleinen Abstecher in die örtliche McDonalds-Filiale und lassen den nächtlichen Times Square mit seinen bunten und grellen Neonreklamen noch einmal auf uns wirken. New York im Overdrive, ein Ort, an dem Licht, Lärm und Bewegung zu einem einzigen intensiven Moment verschmelzen. Heute fahren wir zunächst zum Yankee Stadium. Es liegt im Süden der Bronx und ist die Heimat der New York Yankees, eines der legendärsten Baseballteams überhaupt. Wir fahren tiefer in die Bronx, die jahrzehntelang den Ruf hatte, gefährlich, heruntergekommen und problematisch zu sein. Ein Bild, das vor allem aus den 70er und 80er Jahren stammt, als viele Viertel unter Armut, Bränden und Kriminalität litten. Dieses Image hält sich bis heute in Filmen und Medien, obwohl sich der Bezirk stark verändert hat.
Heute ist die Bronx viel vielfältiger, lebendiger und sicherer, als ihr Ruf vermuten lässt. Heinz hat seine Empanada auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Unsere Fahrt geht weiter in Richtung Queens und wir erleben hier den kompletten Kontrast. Denn das Viertel Malbar besteht fast ausschließlich aus großen Einfamilienhäusern, gepflegten Vorgärten und breiten, ruhigen Straßen. Ein paar Kilometer weiter machen wir Halt am Flushing Meadows Corona Park. Hier steht die Unisphere, eine riesige Edelstahl-Weltkugel, die 1964 für die Weltausstellung errichtet wurde. Unübersehbar ist auch das Arthur Ashe Stadion, das mit seinen 23.000 Sitzplätzen jährlicher Austragungsort der US Open ist. Wir erreichen Bushwick, eines der spannendsten Viertel Brooklyns, und entern zunächst The Bad Bagel, ein Laden, der für seine oft kreativen Bagel-Kombinationen bekannt ist. Das Personal ist sehr freundlich und das Essen sehr lecker. Während Angelika und Heinz sich noch einen Nachtisch in der benachbarten Pinte gönnen, laufen wir noch um den Block, denn das Viertel ist bekannt für seine Street-Art-Szene. Viele Wände sind großflächig bemalt, besonders rund um die Bushwick-Kollektive. Eine Art Open-Air-Galerie, in der Künstler aus aller Welt ihre Murals hinterlassen. Der Stil ist extrem vielfältig. Fotorealistische Porträts, comicartige Figuren, politische Statements, abstrakte Farbflächen, surreale Szenen. Viele Murals sind so groß, dass sie ganze Hausfassaden einnehmen. Die Murals, die Native Americans in Bushwick darstellen, gehören zu den eindrucksvollsten Wandbildern des Viertels. Viele von ihnen sind technisch sehr stark und fotorealistisch gestaltet. Wir erreichen die jüdische Community in Williamsburg, die stark von chassidischen Gruppen geprägt ist. Das Straßenbild ist geprägt von Menschen in traditioneller Kleidung, koscheren Bäckereien, kleinen Lebensmittelgeschäften, Schulen, Synagogen und einem sehr dichten Gemeinschaftsleben. Der Alltag folgt hier einem klaren Rhythmus aus Religion, Familie und Gemeinschaft. Den perfekten Fotospot findet man an der Kreuzung von Washington Street und Water Street. Genau in der Mitte des Manhattan Bridge Bogens sieht man dann das Empire State Building. Ihr habt es sicherlich schon erraten. Wir befinden uns in Dumbo, einem weiteren Viertel von Brooklyn. Hier vom Brooklyn Bridge Park aus hat man zur Linken den Ausblick auf die Brooklyn Bridge und zur Rechten auf die Manhattan Bridge. Der Park zieht sich entlang des East Rivers in Dumbo und bietet die berühmten Ausblicke auf beide Brücken, die Skyline von Manhattan und die Uferpromenade. Genau hier entstehen viele der typischen New York-Fotos, mit Wasser, Brückenbögen und der Stadt im Hintergrund. Für die Fahrt über den East River nach Lower Manhattan nutzen wir heute die 1909 eröffnete Manhattan Bridge. Es dauert nicht lange und wir finden uns in Little Italy wieder. Schnell springt uns der Christmas Shop ins Auge. Ein kleiner, übervoll dekorierter Laden, der das ganze Jahr über Weihnachtsstimmung verbreitet. Innen hängen hunderte Christbaumkugeln.
Viele davon mit New York-Motiven, dazu Lichterketten, Minifiguren, Schneekugeln und handbemalte Ornamente. Das Viertel liegt rund um die Mulberry Street und war früher das Zentrum der italienischen Einwanderer in New York. Heute ist das Viertel deutlich kleiner als früher, hat aber trotzdem seinen Charakter behalten. Enge Straßen, italienische Restaurants, Cafés, Bäckereien und bunte Fassaden. Von hier aus geht's heute für uns mit der U-Bahn zurück zum Times Square. Doch das soll es noch nicht für heute gewesen sein, denn für den Abend haben wir uns noch ein paar Tickets für einen besonderen Tagesabschluss gebucht. Die Rede ist von der Harbor Lights Cruise mit Circle Line. Diese Nachtfahrt zeigt New York von seiner spektakulärsten Seite und gehört zu den schönsten Erlebnissen in New York. Sobald das Boot vom Pier 83 im Hudson River ablegt, öffnet sich der Blick im dämmerigen Licht auf die Skyline von Midtown mit seinen glänzenden Glasfassaden. Es geht um die Spitze Manhattans und wir fahren am Terminal der Staten Island Fähren vorbei in den East River. Es dauert nicht lange und wir sehen heute zum zweiten Mal die Brooklyn und die Manhattan Bridge, diesmal von der Wasserseite. Auch das Viertel Dumbo kommt vom Wasser aus ganz anders zur Geltung. In Höhe des Hauptsitzes der Vereinten Nationen wenden wir wieder den Kahn und beginnen mit dem Rückweg. Da am heutigen Tag der englische König Charles zu Besuch ist, leuchten die Spitzen der Hochhäuser zum Teil in den englischen Farben. Der Kontrast zwischen der Dunkelheit des Flusses und den hellen Lichtern der Stadt machen die Tour zu einem intensiven, fast filmischen Erlebnis. Es ist einer dieser Momente, in denen New York gleichzeitig groß, laut, magisch und überraschend still wirkt. Wir fahren bis auf wenige Meter an die Freiheitsstatue, die nachts besonders eindrucksvoll wirkt. Was für ein magischer Tagesabschluss! Heute Morgen beginnen wir den Tag mit einem Frühstück im European Café und kommen mit einem amerikanischen Paar ins Gespräch, das dort auf seine deutschen Verwandten wartet. Wir sind ja wieder auf Sendung. Dann fahren wir mit der U-Bahn in Richtung Downtown, denn heute steht der Tag ganz im Zeichen von 9/11.
Wir erreichen das 9/11 Memorial, das sich an der Stelle der ehemaligen Zwillingstürme des World Trade Centers befindet. An den beiden Grundrissen der Türme liegen heute zwei große quadratische Wasserbecken, in denen das Wasser in endlosen Kaskaden hinabfließt. Die Atmosphäre ist ruhig, würdevoll und sehr konzentriert, trotz der vielen Besucher. Die bronzenen Ränder tragen die eingravierten Namen der fast 3000 Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 und des Bombenanschlags von 1993. Direkt daneben befindet sich das 9/11 Museum, das wir im Anschluss besuchen. Am Eingang wird der Besucher von zwei originalen Stahlträgern des World Trade Centers empfangen. Die meisten von uns haben noch die schrecklichen Bilder im Kopf, die im September 2001 die Welt auf den Kopf stellten. Und auch wir können uns noch sehr genau an die Nachrichten erinnern, die damals live aus New York in die deutschen Wohnzimmer übertragen wurden. Das 9/11 Museum befindet sich unterhalb des 9/11 Memorials, direkt an den ehemaligen Fundamenten der Zwillingstürme, die noch deutlich zu erkennen sind. Ein großer Teil des Museums liegt unter der Erde, dort, wo früher die Tragstrukturen des World Trade Center standen. Nach den Anschlägen suchten die Angehörigen mit diesen Steckbriefen nach den Vermissten. Das Fundament der alten Rolltreppe, die nach diesem Tag noch stand, ist hier nach wie vor ein stiller Zeuge dieser Tragödie. Zu sehen sind unter anderem persönliche Gegenstände der Opfer, Fundstücke aus den Trümmern und originale Stahlträger, die dem Druck der oberen Geschosse nicht standhielten. Die Ausstellung erzählt die Ereignisse des 11. September 2001 chronologisch und zeigt sowohl die unmittelbaren Auswirkungen als auch die langfristigen Folgen. Beeindruckend ist auch ein Teil der ehemals 110 Meter hohen Antenne, die auf dem Nordturm stand, und ein Leiterwagen der New Yorker Feuerwehr, der von den Trümmern getroffen und fast völlig zerstört wurde. Die Atmosphäre ist ruhig, respektvoll und sehr intensiv, und viele Besucher brauchen Zeit, um alles zu verarbeiten. Jetzt ist es Zeit für einen kleinen Snack, und wir holen uns an einem Foodtruck ein paar leckere Empanadas. Dann soll es hoch hinausgehen, und zwar auf das One World Observatory. In 42 Sekunden katapultiert uns der Fahrstuhl in den 102. Stock auf 387 Meter Höhe, dem höchsten Gebäude der USA. Im Aufzug genießen wir eine animierte Zeitreise durch die Geschichte New Yorks, eine tolle Unterhaltung, und ehe man sich versieht, ist man auch schon oben.
Oben angekommen, öffnet sich ein weiter, fast grenzenloser Blick über Manhattan, Brooklyn, New Jersey und den Hafen. Die Fenster reichen vom Boden bis zur Decke, sodass die Skyline wie ein riesiges Panorama wirkt. Besonders eindrucksvoll ist der Blick nach Süden zur Freiheitsstatue und über die gesamte Insel Manhattan. Wir betreten den Oculus, die U-Bahn-Station am One World Trade Complex. Innen öffnet sich ein hoher, lichtdurchfluteter Raum mit einer langen, eleganten Halle, die fast sakral wirkt. Von hier aus laufen wir zu Fuß an der Trinity Church mit ihrem alten Friedhof vorbei bis zur Wall Street. Sie liegt im Herzen des Financial Districts und beherbergt die größte Wertpapierbörse der Welt mit ihrer markanten neoklassizistischen Fassade. Hier befindet sich auch der Charging Bull als Zeichen für den Kampfgeist der Stadt nach dem Börsencrash von 1987. Heute ist er ein Magnet für Touristen, die ihn berühren, fotografieren und oft regelrecht umlagern. Vom nahegelegenen Pier 11 fahren wir jetzt mit der New York City Ferry direkt rüber nach Dumbo. Die Fährverbindung ist einer der schönsten und schnellsten Wege, um von Manhattan nach Brooklyn zu kommen und dauert nur etwa 5 Minuten. Am Anleger in Dumbo steigen wir direkt am Brooklyn Bridge Park aus. Perfekt, um die Promenade entlang zu gehen. Nicht weit vom Anleger entfernt betreten wir den Time Out Market mit seinen hochwertigen Foodständen. Besonders beliebt ist die Rooftop Bar, in der wir zunächst einen Pitcher Bier und ein Aperol bestellen. Die Atmosphäre ist lebendig, aber nicht hektisch. Ein Mix aus Touristen, Locals und Leuten, die einfach die Atmosphäre genießen. Von dort aus hast du einen fantastischen Blick auf die Manhattan Bridge, die Skyline und den East River. Außerdem gibt es hier noch leckeres und wirklich gutes Essen. Und heute krönen wir noch diesen fantastischen Abend mit einem Spaziergang über die legendäre Brooklyn Bridge. Die Brooklyn Bridge ist eine der berühmtesten Brücken der Welt, ein Wahrzeichen New Yorks und ein absoluter Klassiker für jeden Besuch. Sie wurde bereits 1883 eröffnet, damals noch für Pferdekutschen und Fußgänger. Autos kamen erst Jahrzehnte später dazu. Der Fußweg verläuft oberhalb der Fahrbahn und bietet einen weiten Blick auf die Skyline von Manhattan.
Sie ist eine Mischung aus Hänge- und Schrägseilbrücke, mit ihren markanten steinernen Türmen aus Granit und den eleganten Stahlseilen, die sich wie ein Netz über den Himmel spannen. Und nach einem spannenden Tag nehmen wir die U-Bahn für den Rückweg ins Hotel. Der 7. Tag startet mit der spektakulärsten Aussichtsplattform The Edge. Die Plattform liegt in rund 335 Metern Höhe im 100. Stock des Wolkenkratzers und gilt als die höchste Outdoor-Aussichtsplattform der westlichen Hemisphäre. Und so nehmen wir vermutlich auch Platz in einem der höchsten Sofas New Yorks. The Edge befindet sich im neuen Stadtviertel Hudson Yards, am westlichen Rand von Manhattan. Charakteristisch ist ihre markante dreieckige Form, die wie eine gläserne Spitze aus dem Gebäude herausragt und frei über der Stadt schwebt. Besonders eindrucksvoll ist der Bereich mit dem gläsernen Boden, durch den man senkrecht in die Tiefe schauen kann. Die geneigten Glaswände verstärken das Gefühl, über der Stadt zu schweben und ermöglichen ungewöhnliche Perspektiven für Fotos. Auf dem Weg nach unten erlebt man im Fahrstuhl einen wilden Drohnenflug durch das beliebte Stadtviertel. Entlang der Uferpromenade laufen wir ein kleines Stück zum Pier 86, an dem die USS Intrepid dauerhaft vor Anker liegt. Die USS Intrepid ist ein ehemaliger Flugzeugträger aus dem Zweiten Weltkrieg, der heute als Teil des Intrepid Sea, Air and Space Museums besichtigt werden kann. Auf dem Deck stehen historische Flugzeuge und Helikopter, darunter Jets aus der Nachkriegszeit und Maschinen der US Navy. Das Schiff wurde 1943 in Dienst gestellt und nahm an mehreren großen Pazifikschlachten teil. Nach dem Krieg diente es weiter, unter anderem im Vietnamkrieg. Seit 1982 ist die Intrepid nur noch als Museumsschiff im Einsatz. Ein besonderes Highlight ist das Space Shuttle Enterprise, das in einer eigenen Halle auf dem Flugdeck ausgestellt ist. Wir betreten den Schiffsturm. In diesem Turm befinden sich die wichtigsten Räume für Navigation, Kommunikation und Flugüberwachung.
Ganz oben liegt die Brücke, der Ort, von dem das Schiff tatsächlich geführt wird. Die Fensterfront der Brücke bietet einen weiten Blick über das Deck und den umgebenden Hafen, sodass die Besatzung jederzeit die Lage im Blick behalten konnte. Zusammen bilden Schiffsturm und Brücke das Herz der Kommandostruktur. Der Hangar der USS Intrepid bildet das innere Herz des Flugzeugträgers. Er liegt direkt unter dem großen Flugdeck und erstreckt sich fast über die gesamte Länge des Schiffes. Ursprünglich diente dieser riesige, hallenartige Raum dazu, Flugzeuge zu warten, zu betanken und für den Einsatz vorzubereiten. Zum Museum gehört auch die USS Growler, ein Atom-U-Boot, das man hier ebenfalls besichtigen kann. Die USS Growler ist ein kleines, aber technisch hochinteressantes U-Boot aus der Zeit des Kalten Krieges. Es wurde Ende der 50er Jahre gebaut und gehört zu einer kurzen Reihe von U-Booten, die speziell dafür entwickelt wurden, Marschflugkörper mit Atomsprengköpfen zu tragen. Beim Betreten des Bootes spürt man sofort die Enge. Schmale Gänge, niedrige Decken, dicht an dicht montierte Rohre, Ventile und Anzeigen. Anders als spätere Atom-U-Boote war die Growler noch dieselelektrisch betrieben, was ihr einen ganz eigenen, engen und mechanisch geprägten Charakter verleiht. Und selbst der Kommandobereich wirkt eher wie ein technisches Herzstück als wie ein klassischer Führungsraum. Die Mannschaftsräume sind winzig, die Schlafkojen übereinander gestapelt. Besonders eindrucksvoll ist der Torpedoraum, in dem die großen, metallisch glänzenden Torpedorohre noch immer sichtbar sind. Das Boot vermittelt ein sehr unmittelbares Gefühl dafür, wie angespannt und technisch anspruchsvoll der Dienst an Bord gewesen sein muss. Im Anschluss haben wir uns ein leckeres Pint Bier im Pub verdient. Später genießen wir noch eine schmackhafte Pizza in der Italian Trattoria. Heute lassen wir es ruhiger angehen, denn der heutige Tag ist zum Shoppen reserviert.
Nach dem Besuch beim Hard Rock Café huschen wir rüber zum Disney Store. Dann geht es auf ein kühles Bier in den Bryant Park. Nachdem wir auch bei Harley-Davidson reingeschaut haben, laufen wir den Weg durch Soho mit seinen historischen Gebäuden zurück. In diesem Teil von Soho stehen über 200 Gebäude aus der Zeit zwischen etwa 1840 und 1880, deren Fassaden aus vorgefertigten Gusselementen bestehen. Diese Bauweise war damals revolutionär. Sie erlaubte große Fensterflächen, schnelle Montage und kostengünstige Produktion. Heute wirkt der District wie ein Stück eingefrorene Stadtgeschichte. Hier findet man ebenfalls eines der ikonischsten Gebäude New Yorks, das 1902 erbaute Iron Flat Building. Es steht an der Kreuzung von Fifth Avenue, Broadway und 23. Straße und verdankt seinen Namen seiner Form, die an ein altes Bügeleisen erinnert. Wir erreichen Macy's an der 23. Straße, das als eines der größten Kaufhäuser der Welt gilt. Es überrascht uns zum Zeitpunkt unseres Aufenthaltes mit einer üppigen Frühlingsdekoration. Innen findest du die typische Mischung aus Mode, Kosmetik, Haushaltswaren, Deko und Spielzeug. Nach so vielen Schritten lassen wir es uns abends noch einmal gut gehen. Heute an unserem letzten Tag frühstücken wir noch einmal im Berliner Café, bevor wir uns zum großen M&M Shop am Times Square begeben. Hierbei handelt es sich um einen dreistöckigen Süßigkeiten-Tempel, der komplett auf die Welt der M&Ms ausgelegt ist. Innen erstreckt sich ein farbenfrohes Labyrinth aus Süßigkeitenröhren, Merchandise, Figuren und thematischen Bereichen über mehrere Etagen. Wir schlendern noch einmal über den Times Square zu unserem Hotel, denn schon bald soll uns das reservierte Taxi zurück zum Flughafen JFK bringen. Und da ist schon der bestellte Chevrolet Suburban, den wir für den einstündigen Transfer durchaus zu schätzen wissen. Wir werfen noch einmal die letzten Blicke auf diese lebhafte Stadt, die wir für eine Woche kennenlernen durften. Wir hoffen, dass euch unser New York-Film gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr kein zukünftiges Video verpasst. Also dann bis demnächst.
Before I met you, love was just a bunch of nonsense. Just another mystery I didn't understand. Was living without it so long that it didn't even feel wrong. Before I met you, love was just another concept. Something I could only witness from a distance. But this fool found some hope the moment I held you close. My hope can't tame it. It's safe, but it's dangerous. Only you can bring these words to life. You are my living, breathing love divine. You are my living, breathing love divine.